Beim Spielen unterschiedlichster Literatur kann es immer passieren, dass am Ende des Stücks immer noch so ein spitzen Ton kommt. Das gibt es in der traditionellen Blasmusik ganz häufig. Zum Beispiel. Doch wenn ich jetzt höher gehen muss oder auch dieses mich schon an meine Grenzen bringt, ist es natürlich immer ratsam, sich damit auseinanderzusetzen und das Ganze zu üben. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich an die Sache ran? Wie übe ich das Ganze? Meine Idee des Ganzen ist immer der Übertrag in Oktaven und ich habe dafür schon einige Videos gemacht, aber hier nochmal explizit, um diese Schlusswendung zu trainieren. Fakt ist, wenn wir es trainieren wollen, soll am Ende das Ergebnis stehen, zum Beispiel bei diesem gerade eben, G2 auf C3 oder höher, da kommen wir gleich dazu. Und wenn ich jetzt diese ganze Sache trainiere, starte ich nicht permanent auf G2 und versuche da oben immer zum C3 zu kommen, weil das macht letztendlich nur meinen Ansatz kaputt, es wird alles eng, es ist überanstrengend mich etc. pp. Ihr kennt es ja, man ist einfach schneller platt. Also gehe ich in die Oktave und zwar nicht nur eine, sondern 2 Oktaven in den Keller nach unten, also auf das kleine G. Und da kann ich auch die Schlusswendung spielen, G, A, H, C, eine Oktave höher, G1 auf C2 und dann eben der Übertrag in die Oktave. Das heißt, wir haben hier auch immer dieses typische Entspannen, Anspannen, Übertrag in die eigentliche Lage. Das heißt, wir haben immer etwas mehr und gehen danach wieder nach unten und haben letztendlich dann auch hier wieder die Lockerheit. Das heißt, wie im Training auch, letztendlich immer Anspannung, Entspannung. Darum geht es einfach auch hier bei dieser Übung. Das heißt, wir starten jetzt auf dem kleinen G. Übertrag in die Oktave. Und jetzt einen Halbton höher. Und. Jawohl! Und wenn du das Ganze trainierst, merkst du auch immer, du kommst irgendwo an deine Grenzen, ganz natürlich. Doch du solltest immer noch einen Schritt drüber gehen. Wieso? Wenn du am Ende zum Beispiel G auf C brauchst, dann ist es immer ratsam, dass du zum Beispiel eine große, kleine Terz höher spielen kannst, um in der ernsten Situation des Auftritts, Konzert etc. pp. auch letztendlich dann diese Töne spielen kannst, die dort auf dem Papier notiert stehen. Also versuch immer etwas drüber hinaus zu trainieren, damit in der ernsten Situation dann letztendlich auch von dir diese Töne gespielt werden können. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Lass am Ende gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.